Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Umlautsvideo. Heute geht es um Gärten. Während Suzhou für seine Gärten ja recht bekannt ist, kennt man von Hanzhou vor allem seinen Westsee, aber weniger die Gärten. Aber auch Hanzhou hat Gärten und das sind mal gar nicht so wenige. Einer davon ist die ehemalige Residenz des Hu Xueyan. Hu Xueyan war ein echter Tausendsasser. Hier mal ein paar Eckdaten seines Lebens. Er lebte in der Qing-Dynastie von 1823 bis 1885, wurde in einfachen Verhältnissen in Anhui geboren. Als 14-Jähriger ging er in eine Privatbank in die Lehre in Hanzhou. Diese Bank wurde später Grundlage für die Fukang Bank, seine erste eigene Bank. Im Alter von 26 Jahren lernte er den örtlichen Salzmagnaten Wang Yuling kennen, den er im Wahlkampf unterstützte. Als Wang später Gouverneur wurde, konnte Hu seine Privatbanken gründen. Ja, so viel hat sich nicht verändert zu heute. Er investierte in das Bankwesen, in Immobilien, Schifffahrt, chinesische Medizin und war am Salz-, Tee-, Bekleidungs- und Getreidehandel sowie am Waffenhandel beteiligt. Hu war so erfolgreich, dass er die einzige Person aus der Klasse der Kaufleute am Qing-Hof war, der mit einer sogenannten roten Mütze ausgezeichnet wurde. Das ist vergleichbar mit dem A-Pin-Offiziersgrad. Er war auch einer der ganz wenigen Personen, denen die Kaiserwitwe Cixi ausdrücklich erlaubte, in der verbotenen Stadt zu reiten. Während der Ili-Krise nahm Hu einen Kredit von 15.950.000 Tel Silber auf, das sind 600 Tonnen Silber, von der HSBC Bank. Das war der erste offizielle Kredit der HSBC. Der kaiserliche Hof gewann die Ili-Krise und der Rote Hut ging an Hu. Zur Residenz, die hat eine Fläche von 5.815 Quadratmetern und sie wurde aufgrund ihrer Einrichtung als erster Luxuspalast Südchinas in der späten Qing-Dynastie bezeichnet. Alle Möbel in der Residenz sind aus edlen bzw. seltenen Hölzern, wie zum Beispiel Ginkgo-Bäume, Rosenholz, rotes Sandelholz, chinesische Tannen und Buchen gefertigt. Neben vielen Hallen, ein Teehaus, Kunstausstellungen, Museen und kleinen versteckten Gärten ist der Qiyuan-Garten die wichtigste Attraktion der Residenz. Der Garten ist im Prinzip der Landschaft des Westsees nachempfunden. Natürlich ist er auch ein Ort, wo sich Brautpaare, Influencer, Fashionistas oder einfache Leute, die sich gern ablichten lassen, zum großen Fotoevent treffen. Man sollte also einigermaßen früh da sein, wenn man ja ungestört fotografieren möchte. Hu betätigte sich auch philanthropisch und sein bekanntester Beitrag, der bis heute Bestand hat übrigens, ist die medizinische Halle Hu Qing Yu Tang, die damals für ihre kompromisslose medizinische Qualität, die ethische Behandlung der Patienten und so weiter stand. Da kann man auch heute noch hingehen, kann man einen Tee trinken und sich überhaupt das Ganze mal angucken. Von ihm hängt auch ein Bild da drin und so weiter. Diese und die anderen alten Apotheken befinden sich fußläufig von der Residenz entfernt, also 15 Minuten ungefähr, in der Hefangji. Hier mal ein paar kurze Impressionen. Das ist der Gründer der Apotheke. Hu Xueyan, diese Person ist auch sehr bekannt in der Hanzhouer Geschichte. Er war Beamter aber hatte viele Geschäftsleute unterstützt. Die Leute bekommen ein Rezept von dem Arzt, der woanders sitzt. Und sie holen dann die verschiedenen Sorten von Materialien und dann verteilen sie hier. Und wenn man dann noch Zeit und Muße hat, dann kann man danach den alten Gemüsemarkt von Hanzhou besuchen. Das sind ebenfalls nur 15 Minuten Fußweg, allerdings in die andere Richtung. Aber das lohnt sich besonders dann, wenn man hungrig ist. Denn während die Snacks auf der Hefangji
eher nicht authentisch und mehr so touristisch sind und auch touristische Preise haben, ist der Markt das genaue Gegenteil. Das ist authentisch, das schmeckt super lecker und es gibt Sachen, die man sonst vielleicht nirgendwo mehr sieht in Hangzhou. Ölstange. Ich koche da. Das war's für heute, soweit und bis zum nächsten Mal. 酒酿馒头快一包，衢州特色酒酿馒头快一包，快一包，酒酿馒头。